Hallo liebe Wanderfreunde. Hallo. Heute sind wir unterwegs zum Pezer Hintersee. Das ist ja südöstlich von Berlin. Der See hat 261 Hektar Größe, wenn ich mich nicht irre, und ist ein sogenannter Grundwasserdurchströmungssee. Das klingt jetzt super schlau, habe ich auch noch bei Wikipedia nachgelesen. Und zwar heißt das Grundwasser fließt von Westen, Süden und Osten in den See und fließt über den Pezer Vordersee, einige andere Gewässer, schließlich in die Dahme ab. Die Verweildauer des Wassers im See beträgt 5 Jahre. Ja, und jetzt sind wir noch auf der Suche nach dem See, noch sind wir im Wald. So, meine Damen und Herren, der Pezer Hintersee. Jedenfalls ein Stück davon, soweit man es hier sehen kann. So, wir gehen jetzt hier ein Stück am Pezer Hintersee lang. Und dann wollen wir rüber zur ehemaligen Kiesgrube. Die steht unter Naturschutz. Praktisch ein Sandkasten XXL. Gucken wir uns auch noch an. Und mein Spinnenweben-Wegwedler geht vor. Ja, das ist der Nachteil im Herbst. Ist ja wieder urig hier. Jetzt kommt langsam die Sonne raus. Mit früh war der Himmel dick verhangen und es tröpfelte sogar, aber es wird doch noch ein schöner Tag.
Na, der braucht nicht mehr lange, bis er umfällt. Hat der Biber schon ganze Arbeit geleistet. Jetzt geht es hier auf einem Forstweg weiter. Hier kreuzen wir die Erdgastrasse. Ob hier noch was durchströmt, man weiß es nicht. Zwischen dem See und der Kiesgrube geht es jetzt hier 800 Meter über so eine Forststraße. Nicht sehr schön, zumal es rechts und links auch nur wieder typisch brandenburgische Holzplantagen zu sehen gibt. Weit und breit, keine Sitzgelegenheit. Deshalb muss man solche Plätze aufsuchen, um in Ruhe frühstücken zu können. Geht auch. So, das ist die ehemalige Kiesgrube. Schon gigantisch. Die steht unter Naturschutz, weil sich hier Trockenpflanzen in Ruhe entwickeln sollen. Das Betreten und Befahren ist natürlich verboten, also vor allem das Befahren, aber wird leider von Jugendlichen ignoriert, die hier regelmäßig, man sieht auch die Spuren da hinten, da mit Crossmaschinen, Mountainbikes und sogar mit Quads hier rumfahren. Aber es wird auch zunehmend kontrolliert. Ich habe neulich was gelesen von einem jungen Mann, der 5.000 € Strafe abdrücken musste. Und da hat er noch Glück gehabt, denn die Höchststrafe liegt wohl bei 55.000. Wie man sieht, gibt es hier auch groben Kies. Ja, Höhenmeter und dann noch im tiefen Sand. Oh, und das, wo wir schon so viele Kilometer in den Beinen haben. Hier geht es ganz schön steil hoch. Also zerfahren, wie das da unten alles ist, da kann nichts wachsen. Ich kann ja die Leute verstehen, dass sie hier auch Spaß haben wollen. Das verlockt ja hier regelrecht. Da kommt halt der Naturschutz und Freizeitspaß in Konflikt. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Wir haben einen Luftballon gefunden. Den nehmen wir mit, den Müll. Wenn er ein bisschen größer wäre, könnte er das mal beim Laufen unterstützen. So, jetzt sind wir wieder auf dem Weg, auf dem wir gekommen sind. Zeit für ein kleines Fazit. Wir gehen jetzt zurück nach Peetz, in dem Dorf steht unser Auto. Die ganze Strecke ist etwa 11 Kilometer.
Und am See entlang ein sehr schöner Pfad, aber man kommt nur an 3, 4 Stellen ans Wasser ran. Aber wie Detmar schon gerade sagte, Trotzdem interessant da lang zu laufen. ja, Richtig so noch teilweise urig und eng. so ein, wie sagt man, Single Trail. Und die Kiesgrube, die kannten wir auch noch nicht, obwohl wir ja hier in der Nähe wohnen. Ist schon imposant, so ein riesen Sandloch, muss man auch mal gesehen haben. Also wir können die Wanderung empfehlen, der Weg ist auch senioren- und kinderfreundlich. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.